Erst gibst du deine Hausaufgaben nicht ab. Dann schläfst du in meinem Unterricht ein. Und jetzt kommst du hier hoch mit diesen blutunterlaufenen Augen. Gib es zu. Du nimmst Drogen. Drogen? Was reden Sie da, Frau Mia? Ich habe in meinem Leben noch nie Drogen genommen. Aha. Der Putzmann hat Drogen in diesem Klassenzimmer gefunden. Und es war ganz offensichtlich, wem sie gehören. Weißt du überhaupt, wie ernst das ist? Also willst du einfach mir die Schuld geben? Ohne Beweise? Ich brauche keine Beweise, wenn mir die Wahrheit ins Gesicht springt. Es reicht. Du gehst jetzt sofort ins Büro des Direktors. Ich dulde keinen Drogenkonsum in meinem Unterricht. Vorher an diesem Tag. Was hat der Putzmann gefunden? Drogen. Direkt hier in deinem Klassenzimmer. Der Putzmann hat dieses kleine Tütchen hinter dem Bücherregal gefunden. Drogen? Er hat Drogen gefunden? In meinem Klassenzimmer? Bist du dir ganz sicher? Ja. Ich würde sagen, das ist echt. Das ist inakzeptabel. Völlig inakzeptabel. Ich habe meinen Unterricht immer ordentlich und strukturiert geführt. Wir werden nicht zu einer von diesen Schulen. Behalte einfach alle im Auge, die verdächtig aussehen. Nun, ich werde aufpassen. Ich werde dafür sorgen, dass wir den Schuldigen erwischen. Guten Morgen, Klasse. Bringt mir bitte alle eure Hausaufgaben nach vorne. Hallo Frau Mia. Es tut mir leid. Ich habe meine Hausaufgaben nicht dabei. Aber ich habe Ihnen diesen Apfel mitgebracht. Oh Thomas. Das ist ja süß von dir. Weißt du was? Ist schon in Ordnung. Bring sie einfach morgen mit. Peter? Wo sind deine Hausaufgaben? Tut mir leid, Frau Mia, aber ich. Sag mir nicht, dass du sie nicht gemacht hast. Du hattest das ganze Wochenende Zeit. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich war in den letzten Tagen wirklich beschäftigt. Beschäftigt mit Drogen. Kann ich bitte nur einen Tag Aufschub bekommen? Nein. Du bekommst eine 6. Also gut, Klasse, lasst uns die Gehirne ein bisschen anstrengen. Wer kann diese Gleichung nach x auflösen? Vielleicht jemand, der eine Weile nicht geantwortet hat. Jemand, der verdächtig ruhig war. Peter? Hast du in meinem Unterricht geschlafen? Es tut mir leid, ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Aha. Und warum wohl? Illegale nächtliche Chemieexperimente? Oder warst du etwa feiern? Nein. Ich war einfach lange wach wegen Sachen. Sachen, ja? Dann komm doch bitte nach vorne und löse das Problem an der Tafel. Zeig uns, wie gut dein Gehirn ohne Schlaf funktioniert. Das ist keine Raketenwissenschaft, Peter. Ich weiß. Ich kann mich heute einfach kaum konzentrieren. Ach ja? Konzentrationsprobleme? Und woran liegt das wohl? Versuchst du vielleicht, etwas zu verbergen? Hast du deshalb diese Sonnenbrille auf? Nein, gar nicht. Ich wollte einfach mein Gesicht nicht zeigen. Na dann. Zieh bitte die Sonnenbrille aus. Oh mein Gott. Deine Augen sind knallrot. Ganz blutunterlaufen. Ich weiß. In den letzten Tagen habe ich fast gar nicht geschlafen. Und was passiert ist? Ich wusste es. Ich wusste, dass du es warst. Die Zeichen sind eindeutig. Was war ich? Erst gibst du deine Hausaufgaben nicht ab. Dann schläfst du in meinem Unterricht ein.
Und jetzt kommst du hier hoch mit diesen blutunterlaufenen Augen. Gib es zu. Du nimmst Drogen. Drogen? Was reden Sie da, Frau Mia? Ich habe in meinem Leben noch nie Drogen genommen. Aha. Der Putzmann hat Drogen in diesem Klassenzimmer gefunden. Und es war ganz offensichtlich, wem sie gehören. Weißt du überhaupt, wie ernst das ist? Also willst du einfach mir die Schuld geben? Ohne Beweise? Ich brauche keine Beweise, wenn mir die Wahrheit ins Gesicht springt. Du hättest einfach vorher fragen sollen, bevor du Annahmen triffst. Es reicht. Du gehst jetzt sofort ins Büro des Direktors. Ich dulde keinen Drogenkonsum in meinem Unterricht. Thomas, Ja, Frau Mia. komm nach vorne und löse das Problem für die Klasse. Ja, kein Problem. Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind, Frau Hoffmann. Ich weiß, es war sehr kurzfristig. Und ich schätze es wirklich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben auch versucht, Ihren Ehemann zu erreichen. Aber leider hatten wir bisher kein Glück, ihn zu erreichen. Dennoch denke ich, es ist am besten, wenn wir mit der Besprechung beginnen. Natürlich. Ich bin nur ein bisschen nervös. Am Telefon hat man mir nicht viel gesagt. Geht es Peter gut? Frau Hoffmann, ich wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg, das zu sagen. Aber wir glauben daran, ehrlich mit den Eltern zu sein. Und leider haben wir etwas sehr Beunruhigendes herausgefunden. Wir haben triftige Gründe zu glauben, dass Ihr Sohn Peter Drogen nimmt. Was? Nein. Nein, das muss ein Irrtum sein. Peter? Das ist einfach. Das ist unmöglich. Er würde so etwas niemals tun. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Das habe ich auch gesagt. Glauben Sie mir, niemand von uns wollte voreilige Schlüsse ziehen. Aber die Anzeichen häufen sich. Er schläft im Unterricht wiederholt ein, sogar in der ersten Stunde. Seine Augen sind ungewöhnlich rot und glasig. Sein Verhalten hat sich verändert. Er ist zurückgezogener, unkonzentriert, manchmal sogar gereizt. Er hat im Moment sehr viel zu Hause durchzumachen. Wirklich viel. Er schläft kaum und ist emotional völlig überfordert. Aber ich versichere Ihnen, das hat absolut nichts mit Drogen zu tun. Frau Hoffmann, ich verstehe, dass das schwer zu hören ist. Kein Elternteil will sich vorstellen, dass das eigene Kind auf eine gefährliche Bahn geraten könnte. Es ist schmerzhaft und beängstigend. Aber das ist nun mal die Realität. Vielleicht sollten wir warten, bis Peters Vater da ist. Er sollte bei diesem Gespräch dabei sein. Peters Vater wird nicht kommen. Oh, also, ist alles in Ordnung? Ich meine, zwischen euch beiden? Nein, nichts ist in Ordnung. Überhaupt nichts. Sehen Sie? Peter und sein Vater hatten immer ein enges Verhältnis. Wenn man ihn gefragt hätte, hätte er gesagt, er hat den besten Vater der Welt. Aber was er nicht wusste, war, dass sein Vater kein besonders guter Ehemann war. Er hatte Affären mit anderen Frauen, hinter meinem Rücken. Und er hat sich nicht mal besonders Mühe gegeben, es zu verheimlichen. Ich wusste, dass das falsch war, aber ich bin trotzdem geblieben. Weil ich nicht wollte, dass Peter ohne Vater aufwächst. Also habe ich ihm nie von dem Betrug erzählt. Aber dann, vor ein paar Tagen, kam Peter früher von der Schule nach Hause. Ich war nicht da. Er kam herein und hat es mit eigenen Augen gesehen. Er hat seinen Vater mit der Sekretärin erwischt.
Peter war am Boden zerstört. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Er rannte in sein Zimmer, schloss sich ein, wollte nichts essen. Später am Abend packte sein Vater eine Tasche und ging. Einfach so. Er ist zu der Frau gezogen, mit der er mich betrogen hat. Sehen Sie also? Das war alles erst gestern Abend. Peter und ich, wir waren die ganze Nacht wach. Wir haben geweint. Oder einfach nur schweigend dagesessen. Er leidet so sehr, und ich versuche, stark für ihn zu sein. Aber die Wahrheit ist, er hat nicht geschlafen. Ich auch nicht. Deshalb sind seine Augen rot. Deshalb ist er so erschöpft. Er nimmt keine Drogen. Er trauert. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, Frau Hoffmann. Ich kann mir kaum vorstellen, wie schwer das für Sie beide sein muss. Wir hatten keine Ahnung, was Sie und Peter gerade durchmachen. Es ist schon gut. In gewisser Weise ist es fast eine Erleichterung. Jetzt ist die Wahrheit draußen. Und vielleicht können wir endlich anfangen zu heilen. Aber ich habe Angst um Peter. Er trägt zu viel Schmerz in sich für einen Jungen in seinem Alter. Auch von meiner Seite aus, es tut mir sehr leid. Aber das ändert leider nichts an der Tatsache, dass wir Drogen im Klassenzimmer gefunden haben. Und ich bin sicher, dass sie Ihrem Sohn gehören. Nein. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht mir gehören. Das kann nicht sein. Diese Drogen gehören nicht ihm. Mein Sohn nimmt keine Drogen. Na gut. Wenn sie nicht ihm gehören, wem dann? Ich habe diesen Jungen im Bad beim Drogenkonsum erwischt. Was? Thomas? Nein, das kann nicht sein. Das muss ein Irrtum sein. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt. Er konnte kaum noch geradeaus laufen. Dies ist an unserer Schule absolut nicht akzeptabel. Bringen wir ihn ins Sicherheitsbüro. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre dein Sohn. Ich habe es dir doch die ganze Zeit gesagt. Ich hätte fragen sollen, statt voreilige Schlüsse zu ziehen. Es tut mir so leid, Peter. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.